Hallihallo an alle Campinghelden da draußen. Ihr wollt den BE-Führerschein machen, weil ihr Wohnwagen oder Anhänger fahren wollt? Dann ist dieses Video genau richtig für euch. Ich habe den BE-Führerschein vor kurzem gemacht und erzähle euch, wie das Ganze so abgelaufen ist. Hauptsache los, Hauptsache fort, Hauptsache raus, ein neuer Ort, Hauptsache weg, einfach nur frei. Die Sonne ruft, wir sind dabei, Hauptsache weg. Ich habe bestanden. Hier ist jetzt mein vorläufiger BE-Führerschein. Ich habe mich direkt verletzt, wo ich den Anhänger abkuppeln sollte. Wir haben bestimmt 3 Unfälle gesehen mit Überschlag im Graben und brutal glatte Straßen. Wieso sollte man überhaupt den BE-Führerschein machen? Ich habe es gemacht, weil wir uns jetzt demnächst einen Wohnwagen kaufen. Die Voraussetzungen dafür sind, du musst mindestens 18 Jahre alt sein und solltest einen gültigen Führerschein Klasse B besitzen. Einen aktuellen Sehtest, einen aktuellen Erste-Hilfe-Kurs. Der BE erlaubt euch dann, Anhänger über 750 Kilogramm ziehen zu dürfen, bis zu einer Gesamtlast von 7 Tonnen. Ihr benötigt für den BE keinen Theorieunterricht. Alles erfahrt ihr und wird euch beigebracht während der Ausbildung. Normalerweise muss man für den BE 6 Grundausbildungsstunden, 3 Überlandsfahrten, eine Autobahnfahrt und mindestens eine Nachtfahrt machen. Wir haben uns einfach darauf geeinigt, dass wir das Ganze direkt an einem Tag machen. Ich habe mir eine große Verpflegung eingepackt, damit ich das bis heute Abend schaffe. Der grobe Plan wird sein, dass wir dann mit dem Fahrschulauto zu einer anderen Fahrschule fahren, dort den Anhänger abholen und dann geht's los. Ich bin mal gespannt, was der Tag heute bringt. Zuallererst beginnt die Ausbildung, wie ihr es von der normalen Fahrschule auch kennt, erstmal mit Basiswissen. Wie hoch ist die maximale Stützlast? Wie mache ich das Auto fahrbereit? Wie schnalle ich mich an? Mache ich die Schulterblicke richtig? Nachdem man das Gespann angekuppelt hat und man im Auto sitzt, fängt man an, einen Bremstest zu machen, um zu schauen, ob die Bremswirkung bei eurem Anhänger, Wohnwagen etc. auch gegeben ist. Danach, man übt, wie man ordentlich um die Kurven fährt. Wie fahre ich an einem Berg an? Das war in meinem Fall besonders schwierig, weil ja plötzlich das Wetter umgeschlagen hat. Ich hatte plötzlich Glatteis, ich hatte schlechte Sicht. Das erschwert natürlich die Bedingungen. Das Wichtigste ist eigentlich dann die erste Praxisübung. Und zwar fahrt ihr auf eine Kreuzung ran und müsst dann einmal quer über die ganze Kreuzung mit eurem Gespann rückwärts fahren und auf der gegenüberliegenden Seite parken. Der Anhänger hinten war während der Ausbildung nur 500 Kilogramm schwer. Das ist wichtig zu wissen, weil bei der Prüfung wird das Ganze aufgelastet. Nachdem die Ausbildung also den kompletten Vortag ging, machte ich mich dann bereit. Die Ausbildung ist beendet. Ich bin froh, dass ich jetzt durch bin. Morgen ist Prüfung. Wie hätte es anders kommen sollen? Mein Prüfer war natürlich nicht so gut drauf. Angefangen im Auto haben wir dann mit ganz einfachen Basisfragen. Wie mache ich das Auto startklar etc. Dann kam auch die Frage auf zum Beladen. Was ist Formverschließen? Dann gibt es natürlich noch das Kraftverschließen. Nachdem wir das Auto dann fahrbereit gemacht haben, ging es dann direkt ab. Es ging erstmal über Land. Danach haben wir ein bisschen Stadt gemacht. Es ging mit starkem Gefälle. Der Prüfer hat sich das extra rausgesucht. Ob er mich ärgern wollte bei der Witterung, kann ich jetzt nicht sagen. Dann wird man natürlich ganz normal, wie man es von der anderen Fahrschule schon gewohnt ist, auf Basiswissen geprüft. Das heißt, kann ich die Verkehrsschilder richtig erkennen? Mache ich meinen Schulterblick ordentlich? Nachdem wir das alles absolviert hatten, musste ich am Ende des Tages noch das Abkuppeln vorführen. Am Ende habe ich das Auto parkbereit gemacht und dann wurde ich zum Prüfer gerufen. Kommen wir nun zu den Kosten. Ich habe mir die Fahrschule rausgesucht, weil eigentlich anfangs vereinbart war 1.175 Euro. Letzten Endes hat mich die ganze Sache aber 1.375 Euro gekostet. Dazu muss man natürlich noch diese ganzen Grundvoraussetzungen, die ja auch alle Geld kosten, mit einkalkulieren. Erste-Hilfe-Kurs, den Augentest, Bearbeitungsgebühr von 52,42 Euro. Nachdem ich dann die Bestätigung von der Führerscheinstelle bekommen habe, habe ich dann auch direkt Post von der DK selbst bekommen. Und da durfte ich die Prüfung auch schon direkt vorab bezahlen, was mich ca. 130 Euro gekostet hat. Das heißt, wir haben hier 1.615 Euro insgesamt, deutlich mehr Geld, als mir damals die Fahrschule versprochen hat. Zuallererst, das Fahrschulauto, in dem ich gesessen habe, hatte einen KI-Chip drin vorn und hat mit einer kleinen Mini-Kamera alle Straßenschilder, die uns entgegengekommen sind, abgescannt. Was natürlich blöd ist, weil hinter mir im Nacken saß mein Prüfer, hat mir direkt über die Schulter geguckt und sieht dort die riesengroße rote Warnleuchte aufblinken. Der nächste Punkt war, bei mir war es kalt und matschig und dementsprechend auch nass.
Was passiert, wenn es nass ist? Die Schuhe quietschen. Und wenn die Schuhe quietschen und man hinter einem den Prüfer sitzen hat, dann hört er genau, wann man kuppelt oder wann man bremst. Der kann einfach nur aus dem Fenster gucken und hört anhand des Geräusches, wann ihr wo, wie, in welchen Gang schaltet. Am Ende saß der Prüfer hinter mir da und sagte, jetzt machen Sie bitte das Fahrzeug parkbereit. Natürlich dachte ich so an ganz einfache Sachen wie Handbremse anziehen und mal gucken, ob da links ein Auto kommt, abschnallen und dann raus. Allerdings habe ich nicht mehr dran gedacht, dass man das Lenkrad ja einrasten muss. Denn das Auto, mit dem ich Fahrschule gemacht habe, hat eine Automatik und das Lenkrad rastet erst ein, wenn ich ausgestiegen bin und es von außen abschließe. Wusste ich nicht, hätte ich vorher mit meinem Fahrlehrer absprechen müssen. Geht solche Sachen wirklich nochmal genau durch. Mir ist auch was ganz, ganz Lustiges passiert. Während wir dieses Praxismanöver hatten und man dann rückwärts mit Gespann um die Kreuzung quasi wieder einparken muss. Die waren außerhalb des Autos. Ich saß drin und habe natürlich versucht, das Manöver vernünftig hinzukriegen. Plötzlich sprang das Autoradio an, war auf volle Bulle angestellt und schrie mich an. Und ich war natürlich voll im Manöver und wusste jetzt auch sofort nie, wie ich das Radio leise kriege. Checkt sowas vorher aus, sagt dem Fahrlehrer, tut mir leid, aber für die Prüfung möchte ich gern, dass ihr den TA ausschaltet am Radio. Noch ein ganz wichtiger Tipp, schaut euch die aktuellen Verkehrsregeln an. Ihr lernt wirklich, wenn ihr die Fahrschule macht, immer nur den aktuellen Stand, so wie es derzeit im Moment ist. Und das kann sich durchaus ändern. Wenn ihr dann denkt, ihr seid auf der sicheren Seite, weil ihr ja den B-Führerschein habt, sitzt da hinten der Prüfer und der kennt die aktuellen Regeln. Und dann habt ihr ein Problem. Und der letzte Tipp, den mir der Fahrlehrer auch gegeben hat, eine Rückfahrkamera ist in der Prüfung zulässig für den BE-Führerschein. Bei mir war das sogar der Fall, dass die Rückfahrkamera ein Lot hatte. Damit war es problemlos möglich, hinten den Anhänger anzukuppeln. Wenn ihr eine Rückfahrkamera habt, fragt den Fahrlehrer danach, wie kann man sie aktivieren und nutzt sie. Abschließend kann man sagen, der BE lohnt sich wirklich. Gerade wenn ihr Camper seid, ihr seid einfach zukunftssicher, egal was da noch kommt. Ihr seid immer auf der sicheren Seite. Wenn ihr schon Erfahrungen mit dem BE-Führerschein gesammelt habt, dann würde es mich freuen, wenn ihr da einen Kommentar da lasst. Ansonsten, wie gewohnt, würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert, ein Herzchen da lasst, ein Like, auf die Glocke drückt und dann sehen wir uns im nächsten Video. Hauptsache weg.